man die Entfernung zu einem Objekt bestimmt, hängt auch, wenn das zunächst kurios klingt, von dessen Entfernungen ab. Für relativ nahe Sterne kann man ihre sogenannte Parallaxe bestimmen. Dabei schaut man sich an, wie sich die Position des Sterns infolge des Umlaufs der Erde um die Sonne relativ zu viel weiter entfernten Sternen verändert. Je nach Genauigkeit der Messung ist so eine relativ gute Bestimmung der Entfernung möglich. Funktioniert das nicht mehr, kann man versuchen, aus dem Spektrum des Sterns seinen Typen zu bestimmen und auf seine wahre Helligkeit zu schließen und daraus die Entfernung herzuleiten. Ist eine Entfernungsbestimmung auf diese Weise auch nicht mehr möglich, versucht man sich mit einer Entfernungsleiter zu behelfen. Dabei sucht man nach Sternen, deren Helligkeit man aus Beobachtungen in unserer Galaxie genau zu kennen glaubt. Man nennt solche Objekte Standkerzen. Hier bieten sich beispielsweise sogenannte Cepheiden an. Das sind Sterne, deren Helligkeit sich periodisch ändert. Wie schnell dieses passiert, hängt mit der maximalen Helligkeit des Sterns zusammen. Entdeckt man nun solche Cepheiden in einer anderen Galaxie, kann man beobachten, wie sich die Helligkeit des Sterns ändert. Dann bestimmt man seine maximale Helligkeit und kann daraus schließen, wie weit der Stern von uns entfernt ist. Ein weiteres Beispiel ist eine bestimmte Art von Supernova-Explosion, von der man annimmt, dass sie immer die gleiche maximale Helligkeit hat. Damit würden sich auch diese als Standardkerzen zur Bestimmung der Entfernung eignen. Doch selbst dieses Verfahren hat Grenzen. Man kann sich dann behelfen, indem man die sogenannte Rotverschiebung der Galaxien bestimmt. Aus dieser lässt sich die Geschwindigkeit errechnen, mit der sich die Galaxie uns entfernt. Und diese Geschwindigkeit hängt nach dem Hubble-Gesetz mit der Entfernung dieser Galaxie von uns zusammen. Um die Rotverschiebung in einem Spektrum zu erkennen, muss man bestimmte Absorptionslinien im Spektrum des entfernten Sterns identifizieren. Da man weiß, bei welcher Wellenlänge diese Linien in einem nicht rot verschobenen Spektrum auftauchen, kann man bestimmen, wie weit sich die Linie in eine Richtung des roten Endes des Spektrums verschoben hat. Absorptionslinien entstehen, wenn bestimmte Wellenlängebereiche des Lichts durch Elemente in der Atmosphäre des beobachteten Sterns verschluckt werden.